Good morning. On so ein schöner Tag, auf so eine schöne Gelegenheit, werden wir den Chorus singen, Rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Laten we de Dietjebeker nemen. 322. Glaube der Väter. Kalotre do mi ozat freden veel we nooit gedacht te heren we een tork en een kolonie zijn sterke glaube te veilen als en te speren als door wat je redt van wat onze vaderen gedaan hebben en wat met je gesproken dat de dingen de next generation dat nog wieder drogen worden en heeft me diep engageerd en so something is a later what is ik door aan handen en especially that he is a glaube der Väter. 322 in dit boek. Glaube der Väter, deine Kraft, lebt trotz dem Schwert und Kerker fort. Oh, wie das Herz für Freuden ward, wenn uns ertönt die schöne Wort. Glaube der Väter auch bedroht, dir sind wir treu bis in den Tod. Den Vätern blieb im dunklen Haft Herz und Gewissen dennoch frei. Wie wär so süß auch unser Los im Tod für dich als Zeugen treu. Glaube der Väter auch bedroht, dir sind wir treu bis in den Tod. Glaube der Väter heilige Glut, zum Liebesdienst im Kampfe hier. Dich finden wir dem Freund und Feind, gesalbtes Wort und Tugendziel. Glaube der Väter auch bedroht, dir sind wir treu bis in den Tod. Dem Glaube an Jesus und ein starker Gott. Nummer 237. Es glänzet der Christen inwendiges Leben. Wir haben alle Top falsch einsingen und ich weiß nicht, das mag vielleicht bekannt sein von Tianati, vielleicht hast du es, ich glaube, es ist ganz einfach zu lernen. Wir alle Top die erste falsch Soprano und wir haben die voll aushalten. Es glänzet der Christen inwendiges Leben, obgleich sie von außen die Sonne verbrannt, was ihnen der König des Himmels gegeben, ist keinem als ihnen nur selber bekannt, was niemand verspüret, was niemand
die Welt. Sie schmecken den Frieden bei allem Getümmel. Sie kriegen die Ernsten, was ihnen gefällt. Sie stehen in Leiden und bleiben in Freuden. Sie scheinen ertötet in äußeren Sinnen und führen das Leben des Glaubens von innen. Wenn Christus ihr Leben wird offenbar werden, wenn sich einst darin der Herrlichkeit stellt, so werden sie mit ihm als Fürsten der Erden auch herrlich erscheinen zum Wunder der Welt. Sie werden regieren mit triumphieren, den Himmel als prächtige Lichter ausziehen. Da wird man die Freude gar offenbar spüren. O Jesu, verborgenes Leben der Seelen, du heimliche Zierde der inneren Welt, lass deinen verborgenen Weg uns erwählen, wenngleich uns die Bürde des Kreuzes entstellt. Hierüber genennet und wenig erkennet, hier heimlich mit Christo im Vater gelebt, dort öffentlich mit ihm im Himmel gespielt. Nehmen wir den Englische Becker. 633. Praise to God, immortal praise. Mir fällt sich so Praise als auch ähnlich mit Dank. 633. Praise to God, immortal praise, for the love that crowns our days, bounteous source of every joy. Let thy praise our tongues employ. For the blessings of the field, for the stores the gardens yield.
Good morning. Ik ga me hier gewählt een eindje te lezen en 1. Petrus 1 Vers 3 wieder. Lof Gott unseren Herrn Jesus Christus, sein Führer, welch sein Mitleiden wir so groß, dass uns nie geboren hat, zu eine lebende Hoffnung. Dadurch dat hij Jesus Christus vom Tod abwirkt und zu ein Aufgott dort nicht vergonnen oder verwalten kann. Dort hat uns am Himmel bewahrt wird. Und Gott an seine Allmacht wird du nur sehen, dort jeder sicher ankommen worden und dort heil kriegen, welche an Jesus glauben. Dort heil soll an der letzte Tag offenbar werden. Du wegen sind die Frau, wann je hier auch noch ein Stoutje, durch Lieden gehen matten. Diese Proben kommen übergehend zu seinen Wort wo euch ein stark Glauben ist, so aus Gold, durch dem vier geschickt wird, dort zu rennen, und zu seinen, wo euch dort ist. Glauben ist wie Gott viel mehr wird aus Gold, so wird Glauben, wann die Frau besteht, viel Herrlichkeit geben, und die worden geehrt und gelobt worden, wann Jesus Christus kommen wird. Und wenn die Jesus auch nicht gekannt haben, die sind am Tag Gott. Und wenn die am nu auch nicht seien, du wegen glaub die doch an am. Und die sind nu all glücklich in die große Friede, die direkt vom Himmel kommt. Und die allergrößte Lohn für ihren Glauben ist dort, ihre Säulen gerät worden. Was soll ich das da? Wir noch taub beten. Vater Gott, wir kommen hier für dich und sagen dir Dankschein für die scheine Gnade, was du uns noch einmal schenken darfst. Und magst du auch jedem ein Weisheit und Kraft geben, dass er kann dort vertrauen auf die Sachen. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen. Die Präsenter schaut.
Good morning, alla. Ik ben zeer dankbaar broer Ben voor deze klare weervallen weer dit in Petrusbrief. Zeer passend. En die zijn vandaag bij changes hier in het kerk. Ik hoop je dan de changes niet trouwelen van het vandaag gaat in en dus aandacht hier. En waar we zijn, waar we het gleiche maar een beetje deze wacht te proeven hier. Voor alle je zin daar. We gaan gasredner vandaag, het is mijn school Johan uit Lukrik, is een diakon, meeste tjaanam. En zo waar we hem de eerste boodschap brengen hier. Jeremias, ik wens je God zijn vrede. Van das dag hier. Neem aan, je bent niet zo oud als ik zie, maar we zijn hier Gott zijn noemen van der nach Wahrheit abgekommen. En mij interessiert dat, de woord wat we al gehoord hebben van Petrusbrief. Hij lost door. Gott hat ons brieven, hij hat ons durch verschiedene dingen durchgekommen, wo wir einmal fragen, wo het nach hangehen, wo wir kommen, nicht? En hij hat ons durch brieven, ons Leben. Wir gehen durch verschiedene Kämpfe durch. Das gaat dort wirklich ons durch Kämpfe durchtragen. Dat is ons einmal eine Frage, woran kommen wir durch diese Tiden durch, woran kommen wir durch, wo wir bei sind. Wir wollen uns von der Ähnlichkeit von viele Jahren trägen. Für den 1. Mose 18. Gott checkt auf ab Erde und er sagt, dass eine Stadt, der Leute an so, die wir sehr verdorben. Und er checkt 3 Mal rauf ab diese Erde, am nur zu sein, dass es wirklich so wäre. Es ist wirklich so wäre, dass die Stadt wir verdorben. Wir haben uns lesen, 1. Mose 18, wir wollen uns das Kapitel überlesen und wir werden sein, was wir mitbringen. Eine Weise will ich sagen, wir haben hier 2 Botschaften an der Karte Tit hier, was wir uns hier wollen nachdenken, wird bekennen. Ab Hochdeutsch hier wird das lesen, es sagt es, und der Herr erschien ihm im Hamrei, da saß er an der Tür seiner Hütte, da das Tag am heißesten war. Okay, das redet hier von Abraham. Abraham sollte an seine Hütte, dann möge ich mir ein Bild, was das für eine Hütte hier war, wo habe ich gesehen an seine der, und da kann ich bloß ein kleines Zelt gewesen. Nehmen an, dass es ein gratis gewesen. Wat zij gewollen het weer te de tijd. De meeste mensen, neem ik aan, hebben in Zelten gewoond. En wat krijg ik voor een groot ding als je was. Je weet het niet, maar dat weer een oud paar lied. We komen uithalen bij oud weer in de lied. En het houden dich. Nach wanneer je daar? We 90. Okay. De Puder weer 100 jaar, de Mama weer 90 jaar. En daar snap we zijn, die lied veel unbedingt eine Help. Veel dat somebody wil met een top leven, niet zo. Maar, okay, das Puder sagte an der. En hij maakt dat eenmaal in 3 maanden. En hij neemt het op. Dat laat zich zo, want hij met vrienden, die entgegen gaat en zegt, komt. Ik begin te peit waschen. Okay, wir wieder lesen hier. Und als seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen 3 Männer vor ihm. Und da ihn sah, lief ihn entgegen von der Tür seiner Hütte und beugte sich nieder auf die Erde.
und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden für deinen Augen, sehe nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen und eure Füße waschen und lehnet euch unter dem Baum. Ik geloof dat als de tijd tijd ook demwege was dat het een moed weer, of dat het een regel weer wat ze deden. Wanneer ze een gast kregen, dan deden ze feit waschen. En dan wanneer een woord heeft dat voor een bediening. Van de eerste dag hebben we zeer strenge gebieden according to wat ze dan gehad hebben. En wer dat aanbieden. En ze vloer als halve rein, wer dat aanbieden nach feit te waschen. We denken gleich aan dat. Wir sind an der Zeit. Aber das sind Gedanken, wo einer dann überdenken, dass das ist was Besonderes, was sie leiden. Und ich will euch ein bisschen Brot bringen, dass ihr eure Herzen labet. Danach sollt ihr fortgehen, denn darum seid ihr zu euren Knecht gekommen. Sie sprachen die, wie du gesagt hast. Abraham eilte in der Hütte zu Sarah und sprach, Elle und mach 3 Maß Sommermehl, knete ein paar Küchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's den Knechte. Der Ältere bereitete es zu. Und er trug auf Butter und Milch. Und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Okay, dan moeten we dus gedanken, wat van tijd heeft het niet gebruikt, deze multitrijd te merken. Hij ging naar eerst een kool voelen van aan de fans en die dort naar eerst rijd merken, slag dort, merken eten rijd voor deze. Kon niet karten je was aan het staan. Best een verstelling aan mij. Vielleicht habe ich andere gedeihen. Aber das ist ein Lied, das sie gast, die Sorten der Bieten, die Bieren der Hammer lüden durch, nicht das Eten. Okay, nu ist das Eten durch, sie kann eten, und dann wieder verschneien. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Weib Sarah? Er antwortete, drinnen in der Hütte. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen über ein Jahr, siehe, soll Sarah den Weib einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür der Hütte. Und wie viele Gedanken sind nicht heute was, weil Gott heute Abraham gesagt hat, du sollst nur kommen haben, wird sehr, sehr viel wird sein. Und was hier da nu 100 Jahre schon 90 Jahre Mama, früh, hadden kennengelernt, und wo soll das geworden? Aber hier wird nicht gesagt, okay, du wirst nur noch ein Sehen haben, am Ende wieder. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und wohlbetagt, also dass als Sarah nicht mehr ging nach der Werbewehrsee. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun ich alt bin, soll ich nach Walles legen und mein Herr ist auch alt. So unverständlich, wo kann es werden? Sei alt wir und nie noch soll ein Sehen zur Welt bringen, dort wir lächerlich. Sei innerlich, falls ich so, das wird auch nicht passieren. Aber da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und sprach, meinst du, dass es wahr sei, dass ich nach Gebären werde, so ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen über ein Jahr, so soll Sarah einen Sohn haben. Ja, okay, diese Botschaft ist nicht nur, dort du wirst ein Sohn geboren worden. Und wenn es so zu sein unmöglich ist, von der Menschheit aus, bei Gott ist alles möglich. Da leunete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich, aber er sprach, es ist nicht also, du hast gelacht. So Gott bist krank, was am Hort fähig und wir an das früh. So, in der Weise sagt, hier ist eine Botschaft, und was wollen wir lernen? Weil wir wollen lernen, dass Gott, wie Gott alles möglich ist.
Wie Gott ist alles möglich, wann es bei Menschen noch unmöglich ist, zu sein. Der nächste fängt hier Vers 16 an, die nächste Botschaft. Und dann sagt er, da standen die Männer auf von dannen und warnten sich gegen Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, dass er sie geleitete. Wofür wird sie Krieg gehört haben bei diesen Multit hier, hast sie nicht alle abgeschrieben. Wahrscheinlich haben sie da verschiedene verteilt. Wenn nicht Abraham macht mit in 80 Jahren, wenn diese Mann gut nicht nur da steht, was Gott entschickt hat, und dort als nur zu sein, als es wirklich so schlimm ist mit der Stadt. Es wird die Schuld weggegangen ist. Da sprach der Herr, wie kann ich Abraham verbergen, was ich tue? So, nee, mal fern da, nicht? Was kann ich dort bloß für mich behalten? Was kann ich dort, wo Abraham vielleicht zu weiten, was ich tue? Und das hat gleich mit zu tun, weil es laut wohnt dort an der Stadt. Und vielleicht sind noch mehr Gedanken, was kann dabei geflochten worden. Was wird Abraham dort tun, wenn diese 3 Männer nicht gehen dort so die Stadt nur sein, was du ist. Sintemal ein großes und mächtiges Volk soll werden und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. So hier ist eine Antwort. Gott hat gesagt, dort wird passieren, dass in Abraham wird ein Nachkommen sein, ein großes Volk geben, und an ihm wird alles gesegnet werden. Von der ersten Tag sehen wir das Volk Israel als Nachkommen von dort. Und dann fragt einer viermal, einer hört von, dass dort ein Volk ist, was von der ersten Tag nach viermal auflenken wird von Gott. Und sagt, ich glaube, wir würden alle mal tun. Wir haben den Herrn angenommen, wir haben ihn an uns gehört. Aber so viel Mal merken wir dort der Versucher ankommt, uns zu versuchen. Und so wie stark, so wie stark die Versuchung zu widerstehen. So hier trägt nur diese, soll ein großes Volk werden, ein gesegnetes Volk, und dort meint Gott sein Volk, dort Gott wird brücken können. Denn ich weiß, wird befehlen seine Kinder und seinem Hause nach ihm, dass sie das Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Auf das der Herr auf Abraham kommen lasse, was ihn verheißen hatte. So wie seine Führer aus det, seine Worte an die Kinder lehren, den Recht der Weich, wie Gott sagt hier, oder das Mann sagt hier zu Abraham, und dort nehmen wir so, dass ein von den Engeln, wenn ich wieder lesen darf, wenn ich ganz schnell was, wurde gleich erst für 3 Engel gebaut sind, also 2 Engel gebaut sind, und danach der Herr selbst, weil da lässt sich so verstehen, dass dort 2 Engel gebaut sind, und danach der Herr selbst. Und jedoch an der wird, was wir hier wieder wollen lesen. Was immer das ist, sind in 3 Engel gebaut, was immer das ist, Gott hat da geschickt. Also, er sagt hier, dass diese Familie wird eine gesegnete Familie sein, die wird seine Kinder lehren, den rechten Weg zu gehen. Und Gott hat das verheißen, dort wird ein großes Volk geben. Vers 20, und der Herr sprach, es ist ein Geschrei zu Sodom und Gomorra, das ist groß und ihre Sinnen sind sehr schwer. Und was Abraham gleich von dieser Sache an? Weil, wenn man das erst sagt, es hier nicht, aber der Herr hat es gesagt, dass Gomorra, Sodom und Gomorra wird sehr schlimm. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das für mich gekommen ist, aber ob es nicht also sehr, dass ich es wisse. Um Menschen zu verstehen, ist es klar, dass dem, was geschrieben ist. Weil wisst Gott gleich, wo wir? Er weiß dort wird es sehr schlimm. Aber er sagt ja, dass diese Menschen nicht verstehen können, dass, okay, wir wollen nicht genug sein, wo das ist. Ob es dort ist oder ob es nicht so ist.
Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen gen Sodom, aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Und das ist, was ich schon von reden deed, vor dem Herrn. Er blieb stehen vor Gott, vor dem Herrn, und er sagte und trat zu ihm und sprach, willst du den Gerechten mit den Gottlosen umbringen? So hier nicht die Bitte an Gott, so gesagt, was du die Gerechte mit den Gottlosen umbringen? Gott würde was gehört haben, dass die Gerechte die Rüte nehmen, bloß für so Rüte haben, und wann er die Stadt will verdorben. Aber um dort Menschen zu verstehen, braucht er mehr als dort. Es möchten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Abraham wisst dort laut als du, und sie nur kommen als du, oder seine Kinder, seine Familie als du, und er wisst dort der Leben für den Herrn, so er der anstehen. Wenn er 50 Gerechte in der Stadt sein, willst du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, 50 Gerechte willen, die darin wären? Wird Gott gleich Barmherzigkeit wiesen und verschonen die Stadt, wenn 50 würden Gerechte sein? Das ist ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit den Gottlosen, dass der Gerechte sei gleich wie der Gottlose. Das ist ferne von dir, der die aller Welt Richter bist. Du wirst so nicht richten. Abraham hat gewiss, dass Gott sehr leichtfüßig wird, und jeder hat nur aber beten, wann er würden 50 Gerechte sein, ob er nicht wird Barmherzigkeit wiesen und die Stadt verschonen. Der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte zusammen in der Stadt, so will ich ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Eine große Barmherzigkeit hat Gott hier wiesen und sagt, wenn du 50 Gerechte sind, dann will ich die ganze Stadt vergeben. Ich werde verschonen. Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Und wahrscheinlich habe er über nur gedacht, du womit ich doch nicht 50 sein. Er will nach raufgehen, er will nach wieder sein, als Gott wird gnädig sein mit weniger. Wenn er viel weniger würden sein, viel für dich Gerechte würden sein, als er da nicht wird verschonen. Vers 28, es möchten vielleicht 5 weniger, dann 50 Gerechte darin sein, wolltest du dann die ganze Stadt verderben, der 5 willen? Er sprach, finde ich, darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden, und sprach, man möchte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach, ich will ihn nichts tun, der 40 willen. Abraham sprach, zürne nicht über Herr, dass ich nach mir rede, man möchte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach, finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ich sehe, ich habe mich unterbunden, mit dem Herrn zu reden. Man möchte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete, ich will sie nicht verderben, der 20 willen. Und er sprach, Herr, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede, man möchte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben, der 10 willen. Sei wie nicht Gott seine große Barmherzigkeit, wenn er raufgeht bei 10 Gerechte, eine große Stadt, wo viele Menschen sind, und er sitzt da 10 Gerechte, dann sagt er, der Wort hätte nicht verdorben. Der Herr ging hin, der mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte wieder an seinem Ort. Und das nächste Kapitel war uns nicht übergehen, aber da sehen wir noch mehr Dinge von der Zelje, und wo diese Männer, was sind, können nur sein, die merken dort, wo Amaral zu verjährt. Und sie fingen reimlos laut 2 Tage drin, und die Früh wurde gereist sind, das sind nicht 10 Gerechte an der Stadt. Aber wir sehen Gott seine große Barmherzigkeit an dem dort er gnädig ist. Er hat darauf partieren, er sagt, er wurde nicht verdorben.
Hesekiel 22, Vers 30. De menselijk zal die een dag klimaat anders. Hesekiel 22, Vers 30 sagt es, ich suchte unter ihnen, ob jemand sich zur Mauer machte und wieder dem Rest stünde, vor mir über das Land, dass ich es nicht verderbe, aber ich fand keinen. En dan denkt en nu, wo soll wir reid, wann wir versuchen begegnen, dass wir willig sind, naar de Mauer te gaan, wat ik kon te gaan en den Sultan ganz te waren stehen. Hier sagt hij dat hij heeft gezegd en gecheckt, als irgendwer willig wäre, wat onder mir te gaan en te vechten, om den Krieg te gewinnen. Aber hij sagt, hij findet keine. Darum stellte ich mein Herz über sie und mit meinen vor meines Grenz machte ich mit ihnen ein Ende und gab ihnen als ihren Verdienst auf ihren Kopf, spricht der Herr. Wir sind hier an das Kampf, so wie wahrlich zu kämpfen, wollen wir nicht sind, wo wir das Salje beleben. Gott wird gerecht überführen über die ganze Welt und er wird dat zal je brücken. Hij wordt dat vier brücken om een eind te maken. Dat zegt dat. Wer nicht für am Leben wird in den Hall geschmissen worden. So, wir sehen hier ein Bild, dat wird passieren, dat wird werden, dat wir müssen uns üben, wir müssen den Kampf, den wir begegnen, den wir müssen kämpfen, wir werden sichern, wann wir mit Gott abgehen. Da wird Stunde im Gebet. Uns gnädiger Gott vom Himmel, wir danken dir, dass du uns das Wort hier lassen lässt, dass wir dürfen uns trösten, wir dürfen uns das lesen und uns das abmuntern, uns das stärken und uns glauben. Wir werden die besonders für jeder einem, der hier das gehört hat, dass du uns stärken im Glauben und wieder auch bei Kraft geben im Sieg, dass wir wirklich den Sieg haben und an die kämpfen. Wir werden, dass du wieder wirst, das Wort sehnen, besonders die Brüder, die sich auf Nangelön an das Wort, möchtest du am Sehnen mit den Gästen und möchtest jede Lehrung nehmen, die wir würden vernehmen. In Jesu Namen. Amen. Christian hymnal 284. Will Jesus find us watching? 284. When Jesus comes to reward his servants, whether it be noon or night, faithful to him will he find us watching, with our lamps all trimmed and bright. Oh, can we say we are ready, brother, ready for the soul's bright home? Say, will he find you and me still watching, waiting, waiting when the Lord shall come? If at the dawn
So, we hebben nog onze bekant nog. Even checken. Today, 3 p.m. Thanksgiving, so it's a danksagingsfast genoeg. The Countryside Park. Some of us might do what we would do, but like this, right? Ja. Maandag en donderdag 20:07 op een ons extra singing practice for youth bij de meeting hall. En klok 7 op een ons midweek youth instruction classes. En de nächste zijn nog redenen zijn Joe Reimer en Henry Wolf. En de zijn onze bibelclasses aan Orange Walk deze week. Here's not notice of Thanksgiving. Everyone invited at 3 p.m. for fellowship, games, and sunflower seed. Program starts at 4 p.m. Supper is planned for 6 o'clock. Bring chairs. Denk wat Maya te zeggen dat? Vegetables, fruit, plum, tuna, those pot nothing, and dry here from up on the pot. So what the next behind it and people part in the nothing, and on the pot right to the up here the hand off. Okay, dan helemaal. Enkel wat ons je was as, wat is jeeft af. Grains er op land te worden als welkom te brengen, als een display van wat God ons gegeven heeft. En ook van wat in je hart is. Dan zal je alleen het kunnen wat je deel te brengen. Er een bibelvers, dus de channel gewoon non-baken, non-schrijven dan. Dan heb ik wat andere bekend hier. Dankzij, en dan heel leid. Christian hymnal 470. Anywhere with Jesus I can safely go. Good Postnath, stood please up. 470. Anywhere with Jesus I can safely go. Anywhere He leads me in this world below. Anywhere without Him dearest joys will fade. Anywhere with Jesus I am not afraid. Anywhere, anywhere, fear I cannot know. Anywhere with Jesus I can safely go. Anywhere with Jesus I am not alone. Other friends may fail me, He is still my own. Though His hand may lead me over dreary ways. Anywhere with Jesus is the house of praise. Anywhere, anywhere, fear I cannot know. Anywhere with Jesus I can safely go. Anywhere with Jesus I can go to sleep. When the darkening shadows round about me creep, knowing I shall waken nevermore to roam. Anywhere with Jesus will be home, sweet home. Anywhere, anywhere, fear I cannot know. Anywhere with Jesus I can safely go. Good morning. Beter begint.
weet niet, als mijn flatere wat weniger worden, wanneer ik me nog dichter bij jullie kom, maar als het hier is voor jullie voor mij beter zijn. Maar anyway, ik geloof, ik kan vrijheid geven, want du einmal wer ist, was mir nicht sein kann, ich kann wirklich abstehen. Falls ich nicht ganz so verstehe, als ich dachte, der Zeit, als er wird von Besitz checken. So, anyway, here we are. Gut, wir haben verschiedenste gehört, und das letzte Lied besonders said, anywhere with Jesus, I can safely go. Und wo immer Jesus ist, said it the house of, what's it, praise or worship or wo immer wir sind mit Jesus taub, dort haben wir worshipen, dort haben wir Gott anbeten. Und das sind meine Gedanken von da. Ich habe mit geschafft, mit seiner Botschaft frei zu kriegen, mich fast gesagt, dreht noch nicht an. En dat kwam dichter in de zondag. En het zou nog maar wat rijdt geven. Rijdt worden en ik word aan dat God, wat er een mens reden, wat zelfs niet kan reden. Het is ik zelfs. En ik kan reden en ik doe wel, maar God wil die weet geven. En in zo'n fijne danken wat we uit de zondagschool aanleiding hier, het eerste Petrus 1 vers 7, dat al een beetje betekent van wat mijn gedanken is hier te brengen. En daar zegt het, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor and the revelation of Jesus Christ. So dat wat in ons God is, dat really, dat wat een results geven van God danken. En wat ik je mijn boodschap vrijdag had, dan valt me maar bij vandaag als je de dagen wie Thanksgiving hebben, wie willen dat celebreren. We maken efforts op te komen en brengen de dingen aan voor wat we dankbaar voor zijn. En dat me dat plus zo weet van wie we God schaffen heeft. En de dingen door hand brengen, dat alleen geloof ik niet dat ons dankbaar maken heeft. Maar vooral wat eier passiert is, geloof ik, is dat een result. En we geloven dat voor ons als Christen is het wichtig dat we God danken doen en worshipen. Zo als ik aanvangen deed mijn boodschap vrij te maken, al langer terug ga ik dem danken van de Lord's Prayer. Wat vingen we daarbij? Wat leert God ons? Waar we zullen focussen aan en wanneer we beden doen, wat is nu wat we ons draaien doen. En we worden later een beetje maar van dat hier. Maar dat alleen voelt ik me irgendwo zo weer nog niet ganz complete. En dan kom je dat gedanken aan worship in spirit and truth. So, de vierde tijd im Oude Testament, wo mensen in een certain state deden worshipen, wo ze God aanbeden deden. En aber dat is voor ons vandaag anders. Wo immer we zijn, wanneer we in de waarheid leven, dat lijkt als een worship to God. Johannes 5:24 zegt, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. So, mijn leven, mijn wandel, dat moet aan de waarheid zijn, wanneer ik wat aan God worshipen. Ik geloof, we horen het veel dat mensen wat niet gläubig zijn, die zeggen, oh, ze zijn dankbaar voor protection, voor de dingen wat ze hebben. En ik geloof, du hast de moed van dankbaarheid, maar du hast niet dat wat in ons Christen is, dat we God eren willen. We willen God honor geven
voor wat hij gedaan heeft. Zo, als het dat spiritual leven, gelijk als dat nummer 1, aber wat we dat hebben en wie weten wie zijn eten te provide. En zo ik zei dat het een zeer waardevolle ding, want we kunnen je lang komen toe en God eerder door zijn event. 144 vers 18 zegt, the Lord is nigh unto all them that call upon him truth. So ik geloof we kunnen God aanbidden, want we in de waarheid leven doen. Korte bejevenis te weer een familie, Yellowstone National Park. Door het te bewonderen, God's creation. En er werden zeer veel andere mensen, tourists. Zeg niet als die gelovig werden er niet, maar die bewonderde zich ook wat er feiert, wat er gebeurt. En plus amazed at what nature doen kan, wat het deed. En soms van die dingen wat de zante zei, wanneer ik eens wat tussen, dan wou ik ieder in ons leven, de salvation, heilung, kracht, protection, an abundance of supply wat God gegeven heeft. Wil hebben we zijn God arbeiden. En we zijn excited dat wel we somebody meedelen. Dat zelfs hier als voor ons bewijst God te worshipen. We zijn de dingen wat hij deed. We danken hem daarvoor. En we willen God de eer geven. Voor die danken hem daarvoor. En we willen God de eer geven. Voor die dingen. In Johannes 4, vers 21 tot 24. Ik ga gleich some vers lezen. Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. But the hour is coming and is now here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. God zegt zijn de mensen staat wat de arm worshipen willen. God zegt voor die mensen. Zij wie die mensen wat met een dankbaarheid hart hier komen. En we zingen hier als een result van wat in ons leven passiert is. En daar hebben we nog niet wat beleefd, wat een result ja van dankbaarheid, worship. Ik geloof, ik kan misschien niet een in dat gebied zijn wat niet heeft wat beleefd. Maar wat hebben we van dat gemaakt? Have we turned to God and thanked him for it? Dat we God anerkennung geven als de einzige wat ons leven kan raden. Dat het zo'n ding af als geloven, wat we hier zo heren, dat we blijven protect, wanneer we in geloven aan Christus hebben. Dus schutz van dem Feind. God heeft mensen gemaakt met een verlangen naar God, naar something worshipen. We willen erin alle something aanbidden. En dan valt me bij in gedanken, we hebben ongerecht horen, eenmaal een thema. Jeder mens zegt een weg naar God. En de einzige ware weg naar God is der Jezus Christus.
wenn ich durch das, die wat nicht was durchkommen, wo die freiwillig und mit einer Freudigkeit Gott anbetet hat. Wenn Wort mir Gott uns Menschen so, dass wir sollen verlangen haben nach Anbetung, nach Worship. Gott sein Kingdom ist nicht zu vergleichen mit dem Kingdom von dieser Erde, mit den United States, können wir sagen, wo sie einen Präsident haben, und das Land heute hat the world power, right? Gott sein Kingdom ist noch ganz das was. Gott sein Königreich, das ist, wo die Menschen in Wahrheit leben, in dem Glauben. Dadurch habe ich Kraft. Dadurch gewinnen wir. Wird es nicht das schwer. Das, was wir brauchen, fleischlich, fertig und äußerlich. So, wir können durch verschiedene Dinge sind gegangen. Ich weiß, manche ihre Beziehungen, die sind nicht alle überein, wo das passiert, some haben geschlagen und Sünde gelebt und seine einmal, wo am Ende sie sind und kommen nach Gott. Und die haben was sie klar behouden. Andere haben eine andere Erfahrung und die behouden das. Christen gehen durch verschiedene Zeiten, gehen durch schwere Zeiten, either financially oder viel verschiedene Dinge. Es gibt kein Exempel von noch mal Dinge beleben, die nicht bloß möglich sind. Aber es ist really das schwere Belebnis, was uns macht Gott danken oder noch Gott drehen. Ich glaube noch Gott 3 Jahre. Aber das dann ist, wo wir handrehen, wenn wir was beleben, was uns Leute was bewegen, Gott zu danken, zu worshipen, die Ehre zu geben oder nicht. Wenn wir uns wegdrehen von Gott durch schwere Zeiten, dann wegläuft, dass ich danach Gott worshipen. Dann will ich beten. So Gott lässt Dinge zu und gibt uns eine Choice. Und Gott will die Ehe haben. Er will haben, wie Menschen sagen weiter, dass er ist der Gott, was nicht allmählich ist. Das ist wie auch eine Anleitung hier. Für Gott ist es nicht allmählich. So ich glaube, wenn wir nicht was an uns haben, was wie so viele wie können Gott verdanken oder worshipen, dann will ich gleich die Frau, hat Gott something in mein Leben getan, habe ich Leute something getan in mein Leben. Und der Opposite, wie ich gleich zu sagen, ich meine nicht von daher herumgehen mit einem großer Smile. Das ist nicht von was ich hier rede. Wir können gut so eine Zeit beleben, wo wir gleich viele noch über die kommen und in Public und bloß singen da. Aber das sagt nicht, dass wir nicht einen Hort haben, was dankbar ist. Und das ist ein Result von dort. Wir worshipen Gott. Und aber ich glaube, wir würden nicht bleiben, wie Tisch bleiben, wie waren. Über dem hat die Schwester taub kommen und danken. Und die Schwester war das antwortet, in mein Leben als something, was eine Freude hat. Wir fingen vor im Alten Testament, wo die
Israëlieten wat Mozes weer bovenop gegaan om met God te reden. De Israëlieten worden door ijdelig. Die willen worshipen. Maar ze hadden vergeten wat God van gedaan had. En zij vrouwen aan doen nou een idol maken. Something wat zij willen kunnen aanbidden. Wel hastig hadden die vergeten dat grote wat God van gedaan had en tot Egypten gebracht. Waar zij slaven werden en wordt de dollar en dollar zij reden van de ritme wordt en verwerpt plus dollar en dollar. Wel hastig kunnen zij dat vergeten wat God had van gedaan. Dat is een challenge wat mij fehlt en vielleicht allem dat wij remind worden. God heeft something gedaan voor ons. En we weten de geschichte dat God een grote gruwel had aan die worship wat de Israëlieten hier deden. God wil een genuine en pure hart hebben. Zonder wat aan waarheid aanbidden. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made them a molten calf, and have worshipped it, and have sacrificed thereunto, and said, These be thy gods, O Israel, which have brought thee out of the land of Egypt. Wel fout dat dit kalf nu zo heette, dat is de God wat ons uit Egypte uitgebracht. Klein beetje gedanken maken. Ik geloof van, we hebben manchmal beleefd dat we have vielleicht something gedaan waar we veel accomplished something. We have wat wertvolles gedaan. Either tussen in een community or irgendwo. En dan komt somebody ram en zegt, dat is aber nicht wertvolle Arbeit. Dat houdt je renners aan, it's just waste of time. Als dat een beetje wat God hier heeft valt. De efforts wat hij maakt, deze mensen te raden, en zo hastig als hij vergeten had. Ik zie zeer dankbaar wie de gelegenheid hebben hier aan zondagsmorgens toe te komen, waar we van de Bijbel leren, we leren ervan, we worshipen hier toe, we encourage ons om zich. En ik geloof dat is een tremendous important thing dat we dat doen. We willen vielleicht kunnen zeggen dat is een tradition, dat al honderden jaren zijn gedaan worden. Wat is eigenlijk wat ik hoop wat niet wat opheren. In fact, wanneer ik niet geloof dat het bruk blijven om krijg zondag of krijg een dag de weg. Maar dat als Christen de wichtigheid ons op te roepen en in waarheid te leven, is whenever wat weg je vandaag is, whatever je was is. Ons om zich te encouragen en te reminden, het wat Jezus ons heeft gebracht. En wat voor put wird we zijn, had we niet de erleiding. Niet de vergiffenis om waren van ons Christen wat te veel maken. So ik wil gleich een beetje te draaien naar dat gebed. De Lord's Prayers is voor het nane. De eerste lijn zegt, Our Father in Heaven. Okay, hier is een pudding, maar het redt hier van ons Vader en die wat im Himmel is. Wegen wat zegt het hier niet, mijn Vader? Jezus kwam voor de ganze Welt. The salvation plan covered allem. En dan zegt het door Vader. En ik weet wie had het geheerd, dan wordt hen unger hier weer. Some vielleicht persoonlijk da als de andere, aber
Ik weet hier in de message ook. En waar is ons voeder? Waar is Jezus te die? Wat voor voeder is hij? En je dank wat je hebt geschreven, one who has infused his own spirit into others, who actuates and governs their minds. So wer is das voeder? Dat is einer wat zijn jes heeft aan ons nagedaan. Dat is ons voeder. Dat is de voeder te wem we beden doen, van wie im jes en in waarheid beden doen. Who actuates and governs their minds. Wanneer ik aan een actuator denk, dat actuates een voetje hebben, dat is een kleine electric motor en je een AC-systeem aan je dat wel een height stalen. En dan is een kleine electric motor, die maakt een deur op en dan pust de height de lucht door. Je wil hebben het zo defrost, dan draait die kleine motor door. Die controlt dat. En het zegt, in God wat ons controlen dat. Die maakt ons dingen doen. And he governs their minds. Onze minds worden controlled by the Spirit. Tweede dank je zegt, teachers, as those to whom pupils trace back the knowledge and training they have received. So, Chinga kunnen vielleicht zo denken, in voeder, we kunnen het beeld brengen als Chinga wat een teacher checken als een hero en zei, deze heeft mij geleerd lezen. Deze heeft mij de verschillende concepten geleerd. Deze heeft mij geholpen dat ik value en purpose heb in leven. Dat is een gedanke wanneer we denken aan een voeder. God is called the Father of the stars, the heavenly luminaries, because he is their creator, upholder, and ruler. God is die wat de wereld gemaakt heeft, de sterns, de zon, de moon, de ganze creation, heeft ons gemaakt. So, wanneer we denken aan een voeder wat ons gemaakt heeft, en ik weet die dank is manchmal was dat we als mensen kunnen ons zelfs niet meer verstaan. So we breken terug te gaan naar dem Creator, wat ons maakt zo uniek, dat ons human mind dat niet comprehenden kan. Dat is waar ons voeder is. We hebben oorzaak terug te gaan naar ons voeder. God is called the Father of all rational and intelligent beings, whether angels or man, because he is their creator, preserver, guardian, and protector. So God is the maker for all intelligent beings. Voor alle mensen op de wereld wat really klug zijn en die hebben dat mind en de comprehension, dat technology te inventen. De dokters wat zoveel understanding hebben over de human body, zeg, God is de voeder voor die. God is called the Father of spiritual beings and of all men, of Christians, as those who through Christ have been exalted to a specially close and intimate relationship with God, and who no longer dread him as a stern judge of sinners, but revere him as their reconciled and loving Father. Hier is een pudding waar ik wil gleich uit te tekenen. Of all spiritual beings, of all men, of Christians, and as those who through Christ have been exalted to a specially close and intimate relationship with God. That's ook een verlangen wat God heeft dat we hebben. En nooit gemeenschap leven met hem. And who no longer dread him as a stern judge of sinners. Hier zit de genade Gottes verstaan, omdat we dit kennen. Ook verstaan. Vielleicht voelen we manchmal so, Gott ist der Gott, wat
de moment ik waar mij ha verschuldigd, verzündigt, dan wordt hij met zijn voet erop stappen en klammer en cockroach de plot. Is dat really zoals God is? Ik geloof God is es dort voor die wat am niet tjane. Die zullen ze dort feilen. Maar wenn wir raad zijn, wenn wir frei gemacht worden zijn, dann verstehen wir seine Gnade, weil hij bloß uns ohne Mut seine Gleiche redet. Und wenn wir das verstehen können, dass Gott uns nicht das ist dort platt klamm, vielleicht soll er. Wir haben schon nicht verdient, dass er nicht das. Wenn wir das einmal verstehen können, dann können wir Gott reverence geben. But revere him as the reconciled and loving Father. Dus dat je reconciled worden, we zijn vrij. We gaan niet meer de last van geld en zin metro. We zijn trein gewassen. Bij mij dat reconcilen, manchmal Geschichte heeft van wo vielleicht in Familien und vielleicht andere Geschichten, wo da einmal ein paar Menschen bloß sich sehr uneinig sind und das bloß Hut und Schein verlangen, taub zu sein, das absolut nicht Forgiveness, dann wird das something you reconciled. Wir kommen taub und wir fragen, was ist es, was ich kann tun, dem mo vergeven worden, dat ik kan accept zijn en dat ik kan die accepten. Er passiert something wat eerst nicht in communication hat, wir nicht in connection, dort wird einmal geschmolten und wahrgenommen und als Leben breiter wieder taub. Und hier ist es der Futter, mit wem wir reconciled haben. Nächstes haben die zweite Länder gesagt, hallowed be your name. Gott sein Name. Du hast hier gesagt, to render or acknowledge, or to be venerable or hallow. Der Wort venerable, wenn ich dort im Dictionary das abchecken, andere Definition kriege, für das sagt er, to give honor for his wisdom and character. What for character hat Gott? Hat er die characteristics von in Gott, was, wenn wir uns versündigt haben, sein Fout drauf klingelt und wir Gott abtrekken? Die Bibel sagt, wir sollen nicht singen, dem uitvingen wofür Gnade Gott hat. Wir sollen nicht Gott versägen. Aber wenn wir das sehen, dass Gott sein Verlangen mit uns Menschen ist, uns zu helfen, dass er sehr, sehr weit geht, um uns Dinge zu Gott holen, vergeben und entgegenkommen, wo wir als frail human beings bloß nicht kennen anders. Gott sagt das. To separate from profane things and dedicate to God. So here's a separation from profane things, evil, and dedicate to God. God sein Name glorify. Consecrate things to God. So wir glauben nicht an, dass wir von da bloß hier bei der Kirche können worshipen. Ich glaube, die haben alle auch thuis, die worship, vielleicht even beim herkommen. Das ist nicht, dass wir nu finally, als eine Weg vorbei, nu haben wir könnt wahre worshipen. Das ist nicht so, dass bei uns ist. Wir haben die Privilege, thuis, auf Arbeit, wo immer wir sind, können wir Gott worshipen.
En mij vreet het dat het gezang ja van ik geloof, we zijn meestal zo'n mens van die halen dat we gleich te zingen, wanneer we voordoen bij ons im Fattig hast du meest aan gezang. Wanneer we niet zelf zingen, dat de Chinger zingen, dan wat de players zingen, or somebody what. Thy kingdom come. Royal power, kingship, dominion, rule. Ik rede hier schon van Gods kingdom, dat is niet te vergelijken met een land, een landes power hier op aarde. Aber Gods kingdom ruled over dat, over de ganze Welt. Zoveel hoger als dat. Gods kingdom, wat is zijn kingdom? Zijn we pot van dat? We zijn de lijste Christen, we zijn pot van Gods koninkrijk. Ik geloof Gods kingdom is, kunnen we zeggen, de gospel, dat te spreiden. Meer mensen dat te sharen. En dat die worden, die forgiveness krijgen. En worden einer zijn wat de Vater heeft voor God en niet voor hem zo doen. Jezus zijn komen naar de eerd weer de zo doen zijn kracht te vernichten, zwak te maken, dood te maken. Zoals we zeggen, thy kingdom come. Wat wil dat meinen? Wel, we stellen ons op voor de gospel. We zeggen, laat het komen. Laat het tot mensen geraad worden. Laat het tot mensen victory krijgen. Laat het tot mensen worshipen. Praise. Of the royal power of Jesus as a triumphant Messiah. Jezus gewann. Zijn sterven en opstonden. Door weer victory. Forever. The next line have, your will be done on earth as in heaven. Okay, so hier op de aarde, God zijn wil is als im Himmel. En je dank wat ik hier zeg, praying for the will of God to be done in and through our lives on earth, as it is in heaven, means that we are willing to go through whatever might prevent that purpose from being accomplished. Our prayer is that we want to be so aligned with the will and purpose of God that we ask God to empower us to accomplish it. So we go naar God, te vragen om de kracht, om dat accomplishen wat zijn willen is. En zijn willen is dat het gospel wat gespreid wordt, de goede nodig wat over de wereld te allemaal gebracht wordt. En we bidden God naar kracht en empowerment dat we worden ons pot doen, omdat dat wat passeren. Ik kan niet geloven wel zelfs ik im leven veel meer zie was, wanneer ik dit zie danken. Dus neem dat en bloos voor mijn leven bechecken dat. En ik geloof, ik kan niet een steed geven, irgendwo wie, het is persoonlijk jeder einem, aber meine tijd reich te brukken. Die tijd wat mij gegeven worden is, die te brukken. Tim God's kingdom sterker maken, to empower it. En vielleicht sind jullie danken dan kunnen ze wie alle nu. We moeten spread across the globe and share the gospel. En dat is wat God te die reden heeft, dan go ahead, do it. Aber wat mij ziemlich voor mijn leven, wat ik te bezinnen krijg, is door wat ik zie, dat het licht wat te dagen. Dat God zijn kracht door wat te veilen en te zijn zijn. Laat het bij mijn arbeid
zijn met mijn arbeid helpen. Laat het in een familie zijn, als een onleraar. Maar dat die mensen rond mij waren, encouraged worden, en die waren something zijn van God's kingdom, wat ze ook willen hebben. En wanneer ik dat kon, die mensen rond mij, kreeg dat die waren encouraged worden, die waren sterk, die share ook de gospel, dan spreiden we dat beter en sterker, als van wie bloos willen alle over de wereld voeren en die mensen het zeggen en komen terug naar huis en expecten dat die worden zichzelf weten weer. Dat afzien is ook. God verlangt dat van mensen dat die dat doen. En als dat roept hij ons, dan wil we gaan. Marcus 14, vers 36. And he said, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will. Jezus in je bed, niet wat ik wil, maar wat u was. God die voeren, wat we zien willen. Jezus wist dat we voor hem sterven am Kreuz. Maar hij zegt dat als een grote zware ding op zijn schouder voor zijn leven. Yet not what I will, but what you will. Maar dem zijn wil we hier schaffen voor God. Give us this day our daily bread. Okay, so wanneer je merkt hebt, wanneer je dem de gebed opgeblädert hebt in Matthäus 6, dan de eerste 3 geven door wel wie naar God checken doen. Our Father in heaven, and then hallowed be thy name. Dan zegt, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Daar hebben we gefocust on God. De laatste 3 draait het naar ons. Dan zegt het, give us this day our daily bread. So daar is ook dat pot dat we, ons voelt ook something wat we kunnen bij God vragen. Proverbs 30, verse 8 zegt het, remove far from me falsehood and lying. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is needful for me. Kan ik leven bij dat dreed hier ganz oprechtig van die natuurlijke ding wat ons velen deed, want het dreed van our daily bread. En ik leef niet door het dreed bloos van dat eten, maar van die natuurlijke ding wat ons veelt. Er even charpelig, wanneer we fysisch krank zijn. We kunnen God gaan en bidden om voor heilung. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. So Matthäus 6, verse 14 zegt, for if we forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So hier hebben we een opgave. Wanneer we aanbeden doen, en hij zegt, we zullen zo bidden dat hij ons wat vergeven zoals we anderen vergeven doen. En wanneer ik aan dat denk bij bidden, dan klopt mijn hart manchmal zo, wanneer ik wil antwoorden dat ik somebody nog metro wat ik niet vergeven heb. Waar zal Jezus mij vergeven? En het laatste zegt, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Okay, we zijn hier in een wereld waar evil is. Meint het dat we daar hebben struggelen met dat bezit? Hebben we manchmal een verlangen, we kunnen bloos met deze evil wereld eruit, dan wordt het wenigstens maar schijn gaan.
ich glaube, das kann wirklich was kommen. Das ist manchmal so, dass wir wollen bloß mal, wir würden gleich bloß mal, wenn das ein hat. Matthäus 26, Vers 41 sagt, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. That's what Jesus zu seinen Jüngern sagt. Das Fleisch ist schwach. But watch and pray that you may not enter into temptation. Johannes 17, Vers 15 sagt, I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. So wir beten, dass Gott uns als Kinder Gottes wird beschützen von dem Bösen, von dem Evil One, der Feind. Hebräer 4, Vers 15 sagt, for we have not a high priest which cannot be touched with feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So trägt nur dem Fuder, Jesus kann uns verstehen. Jesus ist der Fuder, wo wir können hingehen, wenn uns was fehlt. Und toen we niet in je bed hebben wat bloos naar rond gaat, glaube ich, ist es ein sehr feines Beispiel und ein sehr feines Lied, was Jesus uns hier gelassen hat, das Gebet. Wenn wir denken, dass wir Gott, wer ist Gott? Für du beten jetzt nur ein Request für dich. Du musst checken, wer ist Gott für dich? Wenn du erst einmal setzt, wer Gott really ist, zwei willst du dann haben, als er kann die protecten von Temptations. Wenn wir checken, wie viel Jesus uns vergeben hat, ist es dann auch schwer, das ihm zu vergeben? Schwer ist es. Du weißt es dann allmählich? Nein, das ist nicht. Dann ist die Kraft da. So, wenn wir das nehmen als eine Anleitung für uns Leben, als something, was Jesus wird gleich zu sein in uns Leben, ab so war Gott die Ehre zu geben und Gott kennen zu lernen, zu bechecken, wer Gott really ist. Dann bei mir sind sehr viele Requests dann weggefallen, wenn ich das tue, wenn ich im Gebet nach Gott gehe. Viel mehr habe ich angefangen mit Singen und Gott worshipen. Und mein Gebet, mein Request fällt weg. Because I can sein, wer das Gott ist. Weil wir beten. Himmlischer Vater, ein wertvoller, vertrauter Vater, was die Sünde vergeben hat, was die Anleitung gibt, und Herr, du allein bist der Gott, was Salvation bringen kann, Herr Gott, der die allein, tja, wir hier sind, von da, wo wir sind, und ich danke dir für das Gelegenheit, dass wir als Gläubige können kommen und Andacht haben, wo wir die anbeten, durch Wort, durch Singen, durch was du getan hast in uns Gott. Und besonders, dass wenn wir sein, was du getan hast in uns Leben, dann sehen wir die Results von Praise und Worship. Wir sehen, dass die Kinder Gottes, die drehen nur die und die danken die. Und ich bete, dass wir nicht für die Fear haben, dass wir dort abholen von frei sein mit die Loven für was du hast getan. Dass wir können das share und dass dort eine Power haben, die Gospel weiterzureichen. Und wenn Menschen sehen können, was in uns Leben passiert ist, du hast eine Power und zu dienen ihr Gott, weil wir das tun. Musst du wieder Sehne, Gnade geben und beschützen das da. In Jesu Namen. Amen.
Christian hymnal 390. Thy will be done, 390. My God and Father, while I stray far from my home on life's rough way, oh, teach me from my heart to say, Thy will be done. Thy will be done. Thy will be done. Oh, teach me from my heart to say, Thy will be done. What though in lonely grief I sigh for friends beloved no longer now, submissive still would I reply, Thy will be done. Thy will be done. Thy will be done. Submissive still would I reply, Thy will be done. Let but my fainting heart be blessed with Thy sweet Spirit for its guest. My God, to Thee I leave the rest. Thy will be done. Thy will be done. Thy will be done. My God, to Thee I leave the rest. Thy will be done. Renew my will from day to day, blend it with Thine and take away all now that makes it hard to say, Thy will be done. Thy will be done. Thy will be done. All now that makes it hard to say, Thy will be done. Then when on earth I breathe no more, the prayer oft mixed with tears before, I'll sing upon a happier shore, Thy will be done. Thy will be done. Thy will be done. I'll sing upon a happier shore, Thy will be done. Vandaag is ons die leidwoorden van Hinga, Zara en Redea en de Hittite op een weg naar zijn gemoeren met God toe. But in de laatste boodschap, hoe Carlos ons im Geist nodig om voeder bracht, niet zo? En ons helpt beter te zijn wat het is, dat relationship. We hebben gleich wat te zeggen to het vandaag.
logo, but it's chat never comes out, so but rain all in toss all in feel. And that's like in zo to zien wagen, but it's like blijven. En dan dit beter. Thank you. Harde Idefä. Anbetung im Geist. Mag Gott je wieder segnen. En waar we nu maar achter komen, erwartensvol dat we door worden gezegend worden. En ons dankzagungstijd door op. Ik wil gleich te zeggen brengen. Ik ben juist en ook welkom ons te joinen nu maar, want we God danken zo. Wel we zum Schluss komen, hier met das Verse 2 Mose kapitel 6. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. We hebben dus vrede van ondergonnen.